Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und heute begrüße ich euch hier zu einer ganz besonderen Sendung. Das Ahnenfest steht ja kurz bevor, der Totensonntag aller Seelen, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich habe beschlossen, aus diesem Anlass eine schöne Geschichte über den Tod einer Freundin hier zu posten. Diese Freundin war 95 Jahre alt, als sie gestorben ist. Wir haben uns zum 96. Geburtstag von ihr in Frankreich getroffen und haben ein Abschiedsritual gemeinsam gefeiert. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, ein Interview mit meiner guten Freundin Maike zu führen. Wir waren zusammen auf der Schauspielschule und die hat Alfea in ihren letzten Tagen begleitet. Wir haben also auch Alfea an der Schauspielschule zusammen kennengelernt. Sie hat dann einen Tanzworkshop gegeben. Das hat uns so begeistert, dass wir von da an immer mal wieder zu ihr nach Südfrankreich gefahren sind. Ja, um da weiter zu tanzen. Wir waren bei Workshops in Berlin, in Hamburg, in Paris. Also das war eine ganz enge Verbindung über viele Jahre. Der Grund, warum ich Maike gebeten habe, diese Geschichte zu erzählen, ist nicht, weil ich irgendwas Trauriges mit euch teilen wollte, sondern weil Alfea nicht nur in ihrem Leben Vorbild war, sondern auch in ihrem Tod. Wir müssen das als einen Teil des Lebens wieder fühlen können. Den Tod wieder in unser Leben lassen und dadurch auch eine Angst überwinden und dann auch nicht mehr nach irgendeinem ewigen Leben streben müssen, sondern uns auch da wieder in diesen Kreislauf einweben. In den Kreislauf einweben, das ist ja eine Sichtweise, die die matriarchale Spiritualität durchaus mit dem Buddhismus teilt. Sowohl Alfea als auch Maike sind praktizierende Buddhistinnen. Das ist also ihr Glaube gewesen, den die beiden geteilt haben. Und ich bin Maike sehr dankbar und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie sich bereit erklärt hat, diese intensive Erfahrung hier vor der Kamera mit uns allen zu teilen. Genau, Ende Februar rief Alfea mich an und sagte mir, ich glaube sofort, Maike, ich höre auf zu tanzen. Und ich musste eigentlich lachen, weil ich habe sie nicht ernst genommen. Ja? Also wie kann man irgendwie aufhören zu tanzen mit 96, wenn man sein ganzes Leben getanzt hat? Ja? Das hört man nie auf. Ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, bist du sicher? Eigentlich scherzhaft so. Und dann sagte ich, ja, ich kann meine Arme und Beine nicht mehr so kontrollieren, wie ich will. Ich will nicht mehr. Das war's jetzt. Ich so, aha, okay. Und dann sagte sie, ja, und es dauert auch nicht mehr lange. Wann kannst du kommen? Ich will mich von dir verabschieden. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich war natürlich in meinem ganzen Alltag und batata, was alles zu tun ist. Und ich hatte wirklich einen vollen Stundenplan. Ja? Und dann habe ich geguckt und gesehen, okay, die Woche nach Ostern, die Aprilwoche, da kann ich. Ich glaube, ab 6. April, genau. Ich habe gesagt, Alfea, ich kann frühestens da. Ja, okay. Und habe dann auch erst am Ostermontag wirklich Raum in mir, sage ich, dafür gehabt, mich nochmal zu melden. Ich hatte mich noch nicht wieder bei ihr gemeldet. Also genau, ich rufe an und nicht Alfea geht ran, sondern die Nachbarin und sagt mir, dass Alfea zu schwach zum Sprechen ist. Und dann versuchte Alfea mir aus dem Off was zu sagen und das war nicht laut genug und dann hat Etta ihr doch das Telefon gegeben und dann sagte sie nur einen Satz zu mir, ich soll meine Buddha-Natur entwickeln. Das war der wichtigste Satz für sie. Und dann wusste ich muss sofort hin. Ich hatte eigentlich angerufen, um nochmal zu sagen, es wird doch noch eine Woche später, weil ich war so durch. Ja?
Und dann war sofort klar, ich fahre jetzt los. Und dann habe ich den nächsten Zug mir gesucht und war am Dienstagabend dann in Simon. Und war total froh, dass sie da war, dass sie lebte und ja. Und sie war sehr froh, als ich da war. Es war wie so ein Aufatmen, so, gut, dass du da bist, die anderen sind mir auf die Nerven gefallen. Ja, ne? Also typisch Alfea, sie war einfach da, also in ihrem ganzen Wesen. Und was ich nicht wusste, nämlich was nicht über Mail bei mir angekommen war, dass Alfea eine Woche vorher gestürzt war. Seitdem war sie aber im Bett. Und Erik und Juliette haben mir auch erzählt, dass sie dann ab dem Moment, wo sie im Bett war, einfach extrem schnell abgebaut hat. Ne? Also unfassbar schnell. Und bevor ich kam in der Woche, wollte sie nicht mehr essen, sie wollte auch nicht mehr trinken, sie wollte wirklich sterben, sie wollte einfach gehen. Und dann war ich da. Und dann war ich einfach in der Verantwortung. Ich war einfach bei ihr, ich habe auf dem Sofa geschlafen und es war klar, sie braucht Hilfe nachts, sie kann sich nicht von alleine drehen. Ne? Oder wenn sie auf Toilette muss, dann muss ich sie auf die Füße bringen und für sie sorgen. Und es war eine Situation, mit der ich überhaupt nicht vertraut war. Ja? Also das habe ich noch nie gemacht, auf diese Art für jemanden zu sorgen. Aber es war auch total natürlich, da sofort reinzuwachsen. Es war einfach, wie es war. Ja? Das ist, es ist dann so, wie es ist. Und man wächst mit den Aufgaben sozusagen. Ja? Dann bin ich halt reingesprungen. Und das war auch schön, ihr so nah zu sein. Ne? Und das so zu teilen. Und ja, klar, man merkte ihr einfach an, das war keine Freude, jetzt da zu liegen. Nicht für einen Menschen, der seinen Körper sein Leben lang benutzt hat und ausgelotet hat bis in alle Möglichkeiten. Ja, das Werkzeug war verbraucht, ja, und deswegen wollte sie auch nicht mehr. Und ihr war klar, aus buddhistischer Sicht, dass sie auch ein neues Werkzeug kriegt, ja, die Überzeugung war da, das war eindeutig und dann praktiziert und die Nacht, so eine Nacht, ich wusste gar nicht, wie hart das sein kann, ja. Ich habe nach der zweiten Nacht gedacht, ich gehe völlig auf dem Zahnfleisch. Ich habe gedacht, wie machen Leute das? Die andere pflegen dauerhaft. Ja, wenn ich nach 2 Nächten, ich habe gedacht, Maike, ey, du kannst ja gar nichts. So, ne? Nach 2 Nächten bist du schon so drauf. Ja, ich habe echt gedacht, so, wow, okay, krass. Ne? Wie wenig ich da vermag, sozusagen, war ein ganz starkes Gefühl. Ja, aber ich war auch rund um die Uhr gefordert. Und es war schön bei ihr zu sein, das zu teilen. Und gleichzeitig hat es auch die ganze Zeit schon wehgetan. Ihre Situation so zu erleben. Ja, und sie war unglaublich stark trotzdem in der Situation. Sie war mental total stark, sie war emotional stark, sie war vom Kopf her super klar, super da. Ja, und sie war auch in ihrer typischen Art da. Ja. Sie hat sich kaputt gelacht über mich, weil ich mich so doof angestellt habe anfangs. Ja, wie bringe ich die jetzt auf die Füße? Und sie konnte immer, wenn sie wusste, ich bewege sie jetzt, hat sie zack sich angespannt, weil dann ist es ja viel leichter, jemanden zu bewegen. Ne? Und dann ging rein in die Dusche und da hatte ich irgendwie Schiss mit nass und Ausrutschen und dem ganzen Kram. Ne? Aber das hat sie irgendwie gut drauf gehabt, in die Dusche steigen. Es war auch hoch, ja, waren schon so 15 Zentimeter. Ne? Ja, und dann wieder ins Bett einfach hinlegen. Dann war sie auch kaputt. Das war super anstrengend für den Körper. Das war echt einfach anstrengend. Und sie wollte gehen und dieser Wunsch wurde abends immer sehr viel stärker. Weil irgendwie verbindet man abends schlafen gehen mit gehen und auch irgendwie mit aus dem Leben gehen. Ne? Und ich habe sie auch behandelt mit dem Rolfing und hatte viel dann eine Hand unter ihrem Körper auf Herzenshöhe, eine irgendwo anders im Rücken oder sogar unterm Becken oder ich habe sie einfach behandelt und das tat ihr gut und ich habe immer gemerkt dabei, wenn das abends war, dass sie versucht rauszugehen aus dem Körper, dass sie richtig sich nach oben orientiert, wie als würde richtig ihre Muskulatur nach oben ziehen und sie hat die Augen nach oben weggedreht, also sie hat sich nach oben orientiert. Und das ging aber nicht, so einfach kommt man nicht aus seinem Körper.
ja, man kann nicht willentlich einfach so aus dem Körper raus mit Anstrengung. Und sie hat sich wirklich angestrengt, weil sie wollte. Und Althea hatte immer einen starken Willen, ne, der sie immer vorangebracht hat. Und da war das kein Werkzeug, der Wille. Ne? Das war für sie total frustrierend auch. Und ja, und es war wunderschön. Es war wunderschön, wie viele Leute um sie waren. Wie viele Leute sich verabschiedet haben. Sie hat ganz viele angerufen. Ganz viele haben sie angerufen. Ganz viele haben sie besucht, wie ich. Waren da. Dieses es ist wirklich ein Kraftfeld um sie rum. Na, das spüren wir ja jetzt auch. Ja, das spüren wir einfach jetzt immer noch. Sie war wirklich das Zentrum eines Kraftfeldes. Und überhaupt, dass das so möglich war, bei ihr zu Hause zu sein. Ja? Es war alles so, wie sie sich das gewünscht hat. Sie wollte in dieser Covid-Zeit, ja, sterben im Krankenhaus und so weiter, niemanden bei sich haben dürfen. Ne? Also die Familie drückt sich an einer Scheibe vielleicht gerade noch die Nase platt. Ja? Und die Oma einer Freundin von mir ist gestorben und hat die ganze Situation nicht kapiert und wusste nicht, warum niemand bei ihr ist. Und dann hat die Oma am Telefon gefragt, ihre Tochter, Irene, bist du das, Irene? Sie konnte gar nicht hören, wer da dran ist und hat dann nur gesagt, warum besucht mich denn keiner, warum kommt denn keiner von euch? Ja, und so zu sterben, von daher war es wirklich, wirklich schön, dass sie so sterben konnte. Es war ein Riesengeschenk, es war ein unglaubliches Geschenk an uns alle. Und auch für sie. Sie durfte zu Hause sein, sie durfte in dem Bett aufwachen und einschlafen und dann auch sterben, in dem sie die letzten 1,5 Jahre gelegen hat. Und die Nachbarn kamen vorbei. Es gab so viele Leute, die einfach reinschneiden. Hallo, Althea, wie geht's und wie läuft's? Und sie hatte Humor, ja, hatte sie ja immer, aber so, das war, die Gespräche, das hatte Esprit, so, ne? Und einen Abend, ich glaube den zweiten Abend, den ich da war, hatte sie das Gefühl, sie stirbt und sie sah schlimmer aus. Also hätte ganz viele Gründe gegeben, sie ins Krankenhaus zu schicken. Ne? Und uns war klar, sie will das nicht und sie stirbt jetzt. Wir wollen nichts irgendwie verlängern. Ne? Und sie hatte dafür auch klar Verantwortung übernommen und hatte ganz klar ihren Willen verfasst sogar. Ne? Und ja, und dann dachte sie, den Abend, jetzt stirbt sie und hat mir aufgetragen, Erik und Juliette anzurufen. Die waren dann da und dann hat sie gesagt, wir sollen chanten, hat die anderen vor den Gehonson geschickt und ich sollte bei ihr bleiben. Das habe ich auch gemacht. Und wir haben gechantet und das hat ganz lange gedauert und es blieb einfach so, wie es war. Ja? Und die anderen, nach einer ganzen Zeit kamen sie dann mal rüber, um zu schauen, was geht da vor sich, wie ist die Lage jetzt bei euch? Und dann haben Erik und Juliette sich bei ihr aufs Bett gesetzt und Erik hatte ihre Hand und wir haben weiter gechantet und irgendwann sagte sie, no Erik, le rythme, das ist nicht der richtige Rhythmus. Du musst es so chanten, Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo. Und hat Eriks Hand genommen und immer so, ne, im Rhythmus so, und hat gesagt, nein, Erik, nein, du musst rollen. Galopp, 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 das muss rund laufen. So. Und das lieb's, und irgendwann haben wir so gelacht. Erik hat sich total Mühe gegeben. Der hat sich richtig Mühe gegeben, der war ganz süß und hat es wirklich versucht, es gut zu machen, ja, für sie. Und dann haben wir uns kaputt gelacht. Und dann habe ich zu Althea nur gesagt, weißt du, Althea, du stirbst heute Abend nicht. Und dann hat sie gelacht. Und dann sind die anderen wieder gegangen. So. Ja, das war so. Und am nächsten Tag waren Steph und da und Lo und ich war total erleichtert, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich nicht die Nacht
habe ich keinen Bereitschaftsdienst sozusagen. Ja? Und tagsüber gab es eine Situation, wo ich und auch Steph plötzlich das Gefühl hatten, jetzt geht sie. Und es war tagsüber. Ja? Dann habe ich gesagt, Affair, ich wärme dich mal. Und dann hatte ich sie richtig zwischen meinen Beinen an mich gelehnt und habe sie von hinten gehalten, hatte meinen Kopf neben ihren Kopf. Ich glaube, meiner war rechts, sie war hier, genau. Und habe einfach gewartet. Und dann hat sie gesagt, so hätte sie sich noch nie gefühlt. Sie könnte nicht spüren, ob sie innerhalb oder außerhalb ihres Körpers wäre. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, sie löst sich vom Körper. Und dann habe ich Steph gerufen und Steph war da und wir warteten einfach, was passiert. Da ist so eine Ruhe in dem Moment und gleichzeitig so eine wahnsinnig scharfe, hohe Aufmerksamkeit gleichzeitig da. Ja? Das kann man gar nicht, also so kann ich es beschreiben. Und sie war schwer und und dann hat Steph mich von hinten gestützt mit einem Bein und hatte ihre Wange auf der linken Seite von Afeas Kopf und so haben wir da gesessen und gewartet. Und da passierte weiter nichts und dann schneite David rein. Der kam um die Ecke und so, hey Afea, ich hatte was im Briefkasten für dich. Ein Brief, der bei ihm gelandet war. Und dann hat Afea ihr angeschaut und hat gesagt, ja, mach mal auf, lies mal vor. Und dann war das ein Brief von einer Frau, die ihren letzten Auftritt gesehen hatte in Seymour. Der Tod und das Mädchen, was sie getanzt hat. Ja. Und die hat das beschrieben in Gedichtform. Das war so wunderschön, Nadja. Das war ein so wunderschöner Text. Der so präzise zum Ausdruck gebracht hat, was sie da tat auf der Bühne, wie sie tanzte, was sie da bewegte. Dass sie nicht sich bewegte, sondern dass sie den Raum bewegte. Ihre Präsenz, ja. Sie sprach davon, wie sie Himmel und Erde verbunden hatte und wie sehr sie das berührt hatte und sie das Gefühl hatte, sie wäre bei den Sternen gewesen und gleichzeitig in Seymour auf diesem Platz. Und David hat das wunderschön gelesen. Und Alfea hat total mit ihm geflirtet. Das war echt süß. Der wusste gar nicht, wohin mit sich so richtig. Das war echt süß. Er hat es natürlich auch genossen und sie hat es genossen. Das war total schön, das hat echt geknistert. Ja, also auch so wurde diese Situation so abgelöst. Ja, also das gerade gehen, vielleicht gehen, dann kam das Leben wieder rein. Das war ein Ganzes. Ja, und das war so schön, das mit ihr zu erleben. Es war so, so schön. Und gleichzeitig war ich auch irgendwo in einem crazy Film, weil sie konnte nicht atmen. Und ich hatte immer ein bisschen Schiss, sie erstickt mir. Und wie lege ich sie am besten? Und es war ein Ärztin da gewesen und hatte gesagt, ja, hier mal an dem Asthma-Spray, ne, das Asthma-Spray reinziehen. Und das hat nicht so richtig gewirkt. Und dann hat uns jemand anders erzählt, wir dürfen dieses Asthma-Spray auch nicht so häufig benutzen, weil sie davon Herzrasen kriegen kann und so. Dann wollte sie das auch nicht mehr und ja. Als ich wusste, jetzt sind Steph und Lore wirklich wach und sind die ganze Zeit bei ihr und dann konnte ich loslassen, habe ein bisschen geschlafen. Bin ich relativ spät aufgewacht, weiß ich nicht, vielleicht war das gegen 10, halb 11. Dann habe ich Hallo und Guten Morgen gesagt und da sah alles eigentlich gut aus. Und ich hatte sowieso von den letzten Tagen das Gefühl, sie hat an Kraft zugenommen.
sie hat ja an dem Tag davor dann auch, nachdem diese Situation gewesen war, wo wir dachten, jetzt stirbt sie, wollte sie sich bewegen, ja, sie wollte sich bewegen, damit ihre Verdauung in Gang kommt. Dann ist sie gelaufen mit Laure zusammen bis ins Wohnzimmer und hat sich da auf ihren Rollator gesetzt und Musik angemacht und ein bisschen getanzt. Und ich dachte, es kann jetzt noch dauern. Ja, sie nimmt an Kraft zu. Und dann habe ich dich angerufen, um dich auf ein Update zu halten und Anne und habe mich in die Sonne gesetzt und habe meinen Kakao getrunken und dann wie war das dann? Dann rief sie mich zu sich rein. Ich sollte chanten und war bei ihr. Und die beiden hat sie wieder zum Gehonson geschickt und ich sollte bei ihr bleiben. Ich saß am Bett, ich hielt ihre Hand und da war sie wirklich sehr, sehr schwach. Da habe ich gemerkt, jetzt ist sie richtig schwach. Und dann hat sie konnte auch super schwer dann sprechen, ja? Auch die Stimmmuskulatur war schwach. Und dann hat sie mir eigentlich mit der Hand gezeigt, ich soll neben sie kommen. Dann habe ich mich neben sie gelegt und dann habe ich meinen Kopf an ihren gelehnt und dann hat sie nochmal meine Hand gedrückt und hat mich angeguckt. Und das hat sie ganz bewusst, ganz bestimmt, ganz klar gesagt, jetzt ist der Moment. Und dann hat sie plötzlich einen Satz gesagt, den ich nicht sofort verstanden habe. Und dann habe ich Steph gerufen, Steph kam und ich habe gesagt, Afea, wiederhol nochmal den Satz und sie konnte nicht mehr sprechen. Und dann haben Steph und ich das verstanden und Steph hat ihre Hand gehalten und mich angeguckt und gesagt, ja, also das war wortloses Verstehen. Das war reine nonverbale Kommunikation noch, ja. Es hat keine Worte gebraucht, deswegen musste sie auch diesen Satz nicht wiederholen. Ich habe mich wieder neben sie gelegt, habe mit meiner Stirn Kontakt an ihre Stirn gehabt, sie hatte ihren Kopf zu mir gelehnt, Steph hatte ihre eine Hand, ich hatte meine Hand auf ihrem Herzen. Ich habe das einfach nochmal gemacht. Und dann habe ich mir goldenes Licht vorgestellt und den Gehornson und habe das weitergemacht. Und dann kam durch Zufall, ich meine, es gibt keine Zufälle, es gibt nur den richtigen Moment, aber dann war Erik da, ja, wie gerufen. Und Erik setzte sich aufs Bett und ich war rechts, Steph war links, Erik saß fast mittig. Erik hatte dann die Hand auf ihrem Brustbein. Ich hatte einen Arm, eine Hand, Steph die andere Hand, ich meinen Kopf an ihrem. Und dann kam dieser natürliche Sterbeprozess, den ich auch nicht kannte, aber da habe ich ihn kennengelernt. Und es kam die Atmung, ein tiefer Atemzug, dann hörte der Atem langsam auf, setzte sich, verschwand. Und es war ein Warten. Kommt noch mal ein Atemzug. Vielleicht, nein. Ja. Setzt sich wieder. Herz aber noch ziemlich da. Und dann hat sie nochmal stark eingeatmet, das war wirklich 3-mal, und ausgeatmet. Und dann, wir waren immer noch nicht sicher, ja. Ich habe versucht, ihren Puls zu fühlen, habe gemerkt, ich kann den nicht ertasten irgendwie. Wusste aber nicht, bin ich jetzt schlecht im Ertasten oder ist er nicht mehr da? Erik hatte die Hand immer noch auf ihrem Brustkorb und war auch abwartend. Und dann gab es einen Moment, wo ganz plötzlich nochmal so klack der letzte Muskeltonus rausging. Und dann hat Erik nochmal gefühlt und dann war es klar und ich konnte es aber trotzdem nicht begreifen. Ich war immer noch so, ne? Es war eindeutig, ich konnte es trotzdem nicht begreifen. Und dann hat Steph ihr die Augen zugemacht und sagt, Elle est mort. Und dann haben wir erstmal angefangen zu heulen. Dann hat es uns 3 geschüttelt.
Ich hatte überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, wie dieser Moment dann, wenn er da ist, sein würde oder wie der Moment danach sein würde. Wir waren absolut im Moment, die ganze Zeit in diesem Prozess. Es war nur der Moment zählte, ja. Egal, ob es ein Jus de Pampelmousse machen war oder ein Spargel kochen oder im Bett umdrehen, was auch immer. Und dann, sie hatte sich gewünscht, zu Hause zu bleiben. Das war auch arrangiert, sie durfte 6 Tage noch zu Hause bleiben. Und dann hat Erik die Ärztin gerufen, die musste dann natürlich erstmal den Tod feststellen. Und dann kamen die beiden vom Beerdigungsunternehmen und sie kamen auf dieses Kühlbett. Auch dann kamen einfach ganz viele Freunde, um sich zu verabschieden. Es kamen ganz viele Menschen, für die das auch ein riesiges Geschenk war, ja, die selber noch vor längerer Zeit ihren Sohn durch einen Unfall verloren hatten oder vor kürzerer Zeit durch eine Krankheit oder ja, und die sich mit dem Tod verbinden konnten, darüber, dass sie einfach da war und als Tote man mit ihr eine Situation teilen durfte, ja, dass man bei ihr sein durfte. Und manche waren auch total, ich weiß, eine konnte nicht zu ihr gehen, die konnte erst am 3. Tag zu ihr gehen, ja. Also weil einfach die Angst auch da war. Das ist für uns nicht normal, zu einem gestorben, bereits toten Körper zu gehen und sich zu verabschieden, den anzufassen, dass der zu Hause ist. Freunde, die zu Besuch kamen, die dann aus Paris kamen. Viele Geschichten, die sie dann erzählt haben über Alfer. Das, was sie erlebt hatten. Die 60er Jahre in Paris, die Anfänge. Ja, wie Alfer da war, was es für eine Atmosphäre war, wie die Tanzperformances waren, was sie für eine Kraft, eine Stärke, eine Ausstrahlung hatte. Dass Robert sagte, wir haben uns alle nicht mit ihr auf die Bühne getraut. Das war wunderschön. Es war wunderschön, natürlich auch anstrengend zugleich, aber wunderschön. Wir haben ganz viel praktiziert und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich mit ihr verbinden. Sie ist da, wenn ich vorm Gehornson sitze und praktiziere. Und ich wusste, sie ist an einem guten Ort, ja. Das fühlte sich so richtig gut an. So richtig gut. Ganz weit, ganz viel Raum, ganz viel Freude, ganz viel Licht, ganz viel Lebendigkeit. Mir hat es unglaublich viel Angst vor dem Tod genommen. Ich kann da ganz anders drauf gucken. Auch wenn vorher die Idee da war, es hört nicht auf und wir inkarnieren wieder und so weiter. Und wir sind eigentlich nur Raum und Freude, wir sind nur Bewusstsein und das unauslöschbar ist. Trotzdem habe ich keine Erfahrung davon. Es ist eine Idee, es ist ein Konzept, es ist etwas, womit ich mich verbinden kann, aber durch Alfer habe ich eine Erfahrung davon bekommen dürfen. Ich glaube, es ist das größte Geschenk, was man jemandem machen kann.